in my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Let's Play hier auf dem Kanal. Und zwar das Spiel The Park. Das ist ein ganz kleines Horror-Game. Klein, aber fein. Hier im Auto sitzt unser Sohn. Und wie immer haben wir kleine Schwierigkeiten mit unserem Jüngling. Er sucht seinen Bär. Und den soll... Den soll... Lass mich doch mal reden. Fertig? Ja. Den sollen wir wohl hier im Atlantic Island Park suchen. Mal gucken. So. Ist ein bisschen langsam. Press X to interact with objects. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Ja, unser Sohn stand wohl voll auf diesem Freizeitpark hier. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Jo, und schon war weg. Und er lässt uns jetzt in den Park. Oder es geht alles hier. Wow, übelste Empfindlichkeit, ey. Ich weiß nicht, wartet mal kurz. Settings. Das ist schon ein bisschen abnormal hier, krass. Lass mal gucken. Ja, das geht schon eindeutig besser. Jetzt habe ich natürlich nicht gelesen, irgendwas mit Kreis drücken. Ich gucke mich mal hier noch kurz um, ob man hier noch irgendwas findet. Denn ich habe gelesen, dass man auch hier Schriftstücke finden kann, außerhalb des ursprünglichen Weges. Aber nun gut, wir gehen mal rein. Callum, where are you going? Over here! Ah, mit Kreis kann ich ihn rufen. Alles klar. Mhm. Huch. Der sieht aber, oh, der sieht echt schon gruselig aus, ne? Welcome to the Park Trophäe. So, wir fahren mal hier diese, da oben ist er. Wir fahren hinterher. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Oh, sorry Leute. Das war mein Telefon. Ich hab's mal kurz ausgemacht. Okay, ja, geht schon los. Es wird schon dunkel. Na toll. Jetzt fühle ich mich hier echt überhaupt nicht mehr gut. Oh God. The park. What happened here? Ja, das frage ich mich auch, was hier passiert ist. L3 für Rennen. Oh nee, ich möchte eigentlich gar nicht rennen. Muss ich hier für irgendwas wegrennen?
Oh. Warum tue ich mir das eigentlich immer an, sowas? Kann man hier eigentlich irgendwo rein? You can't catch me. Stop! Callum! Stop! Mann! Guck mal, diese Kinder. Er ist nach links gerannt, den sehen wir noch dort. Oh Gott. Da muss ich doch nicht rein, oder? Hier mal die Parkkarte. Tunnel of Tales, Octotron, Ferris Wheel, Bumper Cars, House of Horrors, da will ich nicht rein. Rollercoaster, okay, Sideshow-Allee. Und da unten ist der Ausgang und der Eingang. Wir gehen natürlich mal in die Richtung, wo unser Sohn jetzt hingerannt Where ist. did you go? This way, Mommy. So, ich werde ihn mal ab und zu rufen, um zu wissen, wo er jetzt hin ist. Was ist das denn hier? Ist das Maskottchen hier oder was? Maskottchen. Yeah. Oh. Wow. Und hier sollen mal Kinder Freude gehabt haben. Oh Gott. Guck mal, wie gruselig das ist. Da passiert bestimmt was. Gott. I'm not playing anymore, Callum. Come on, Mommy. Carrie Killian is Satans War. Huh? Die Frage ist auch, warum gerade Tag war und ich fahre die Rolltreppe hoch und warum wird es auf einmal Nacht? Das muss man jetzt auch nicht verstehen, oder? Oh, Vögel! Was ist das hier? Kann ich nicht mit interagieren? Da haben wir wohl das Maskottchen, oder? Hat er seinen Schuh verloren? I think this belongs to Callum. Kann ich. Ach, den habe ich eingesteckt. Okay. Stop! Callum! Come on, this way. Wo ist er denn? Und warum wurde das jetzt hier so komisch gerade? Ey, das hat voll die roten Augen. Seht ihr das? Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Warte. Chad the Chipmunk whirls in class. Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, like to fight. Chad is beating every night. Chad will leave a dead and job. Chad will die a useless slob. Wow. Was ist das? Oh Gott. What is this about? Das kann ich aber auch irgendwie nicht groß machen. Ich lasse es für euch mal kurz eingeblendet, damit es mal... Ihr könnt auch Stopp drücken, wenn ihr das lesen wollt. Gott, ey. Kann man hier aufs Klo? Nee. Was ist hier in dem Park passiert, frage ich mich. Come out, sweetie. This way. Ich fühle mich beruhigt, wenn ich meinen Sohn öfters mal rufe. Was ist das? Gott. Die Stimmung ist schon mal...
sehr bedrückt. Was ist das? Come on, Mommy. Ach, der fährt dort hinten. Seht ihr das? Muss ich da jetzt auch mitfahren? Ja, so wie es aussieht schon. Denn für mich ist gerade so eine Gondel angekommen. Okay, also wir sollen Callum, stay where you are. mitfahren. Das tun wir jetzt auch mal. Vor allem voll der komische Park hier, oder? Führt durch die ganzen Berge durch. Man sieht doch irgendwie überhaupt keine andere Attraktion. Na gut, Rides One. Okay. Mach mal. Rein da. Zack. Jetzt passiert bestimmt was. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Was ist das hier? In eine dunkle Höhle fahren wir rein. Ja, nee, ist klar. Warum? Was auch sonst, ne? Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Was passiert hier? Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes.
Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Verarsche, das wissen wir alle. Oh, Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Was? So war das aber nicht damals im Märchen. Das wüsste ich. Ja, da haben wir wohl Hänsel und Gretel mal ein bisschen gezeigt bekommen. Was? Meine Fresse, was willst du denn? Alter. What the fuck? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Eure Schwäne sind im Arsch. Gott, die sieht wieder normal aus. Gruselig, ey. Callum! Ja, Callum. Was? Please, Callum, tell me where you are. Wo ist er denn? Was war das gerade für ein Flüstern? Oh Gott. Ich will schon nicht mehr, ehrlich. Nachts im Freizeitpark, ne? Wer will schon nachts im Freizeitpark sein? Na, ich nicht. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws.
Ja, man merkt schon, dass die Mutter hier einige Geschichten noch erzählt. Mit sich selber so ein bisschen redet, was mit ihrem Sohn. Und ihr hier so abgeht. Where are you? Catch me, Mommy. Ich getraue mich wieder gar nichts mehr zu reden. Another accident. This place. Park Maintenance. Open Door. Möchte ich das? Ich guck weg. Oh Gott. Da ist der Bär. Man hat ein Messer im Auge. Despite the constants, Atlantic Island Park will be open time. Ich kann das kaum lesen, ey. Spook to cut and nibbin, so the only real question is we will have any costumers. Very soon I will know if this has all been for nothing. Aber dann gut. Meine Augen sind heute sowieso ein bisschen im Arsch. Krass. Da haben wir wohl den Bären gefunden, wenn das unser Bär ist, unser Mr. Bear. Saving. Wo kommen wir denn jetzt hin? Zur nächsten Attraktion? Die Geräusche hier drum. Okay, also irgendjemand rennt da oben rum, ey. Irgendjemand ist da oben, Mann. Und dann diese komischen Stimmen hier immer aus dem... Ein Riesenrad! Und eine Krake! Geil! Aber wie immer wird uns das wahrscheinlich keine tolle Fahrt werden hier, sondern etwas furchteinflößend werden. Wäre ja auch nur zu cool, weil man hier ein bisschen Spaß noch hätte. Obwohl die Geschichte von Hänsel und Gretel war jetzt eigentlich ganz cool, fand ich. Saving. So, an dieser Stelle wurde das Spiel abgespeichert und deswegen beende ich mal den ersten Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Park. Bis dahin, bye bye!